Wie bekommen wir die Daten der Krone-Maschinen in den Agri-Router? Bei Krone gehen wir den Weg, quasi das Kernstück des Datenmanagements bei Krone ist unsere Smart Connect Box. Das ist der Kollege hier. Sprich, wenn der Kunde sagt, Datenmanagement ist interessant, dann wird er einmal von uns mit dieser Hardware ausgestattet. Jetzt ist es aber so, ich muss ja noch an dieser Hardware einmal mitteilen, ich möchte von dieser Hardware zu meinem persönlichen Agri-Router. Natürlich, ja, Daten sind für alle interessant, aber meine Daten gehören ja mir. Darum möchte ich es gerne in meinen, beziehungsweise in diesem Fall haben wir es Franks Agri-Router genannt. Das heißt, ich muss einmal einstellen, wo genau sollen die Daten hingehen. Aber wir haben hier ja keine Knöpfe, keine Hebel. Das machen wir auf einem zeitgemäßeren Weg. Denn diese Box, sobald sie bestromt wird, baut ein WLAN-Signal auf. Das heißt jetzt in diesem Fall, da vorne an der Stele, da seht ihr, auf dem kleinen Metallkasten liegt eine Smart Connect Box, die wird bestromt. Das heißt, wir haben hier gerade das WLAN-Signal dieser Box. Das können wir jetzt mit einem beliebigen Endgerät aufgreifen, sei es ein Smartphone, sei es ein Laptop. In diesem Fall haben wir uns mal fürs iPad entschieden. Und das, was ich jetzt auf dem iPad bedienen werde, das könnt ihr einmal direkt hier auf dem großen Bildschirm sehen. Denn quasi, wenn ihr einmal das WLAN aufgegriffen habt, das Passwort eingegeben habt, das haben wir hier quasi einmal unten auf der Box noch mit abgedruckt, lässt sich ganz leicht finden. Dann können wir einmal unter der Adresse box.krone.de in dieses Menü gehen. Es funktioniert im Prinzip genau wie das WLAN zu Hause, wenn Sie beispielsweise eine Fritzbox haben. Das heißt, wir sehen hier schon mal die wichtigsten Kernpunkte der Box. Wir können uns einmal anschauen, die Aufträge, die wir haben, die wir abgeschlossen haben, die gerade laufen, sehen wir einmal. Und natürlich, was hier am wichtigsten ist, was soll denn mit den Daten passieren, wo wollen wir hin? Jetzt haben wir hier ganz zufälligerweise schon die Verbindung Agri-Router. Passt ja auch zum Event. Also schließen wir doch mal diese Box an den Agri-Router an. Jetzt sehen wir hier, es wird nach einer TAN-Nummer gefragt. Damit auch sichergestellt ist, dass die Daten meiner Maschine auch in meinen Agri-Router kommen. Das heißt, wir müssen einmal eine TAN-Nummer besorgen. Da haben wir schon mal etwas vorbereitet. Wir haben schon mal den Agri-Router eingerichtet. Und hier gehen wir jetzt einmal ins Kontrollzentrum. Wir sehen jetzt einmal Endpunkte 0. Und jetzt arbeiten wir gerade an 3 Stationen zeitgleich daran, diese Nummer etwas höher zu bekommen. Jetzt gehen wir einmal auf dieses Feld. Jetzt sehen wir schon, derzeit sind noch keine Endpunkte definiert. Aber hier ganz unten sehen wir auch Telemetriebox verbinden. Das kommt dem ja schon sehr nah, was wir machen wollen. Das versuchen wir doch einfach mal. Jetzt fragt ihr uns, welche Telemetriebox wollen wir denn gerne anbinden? Ich würde sagen, es passt hier zum Stand. Wir bleiben mal bei der Krone Smart Connect. Die wählen wir einmal aus. Und jetzt sehen wir hier schon diesen Registrierungscode. Da sind wir mal einmal etwas faul zugegeben. Den kopieren wir uns mal einmal. Gehen auf das Feld TAN. Wie gesagt, jetzt wird von allen Seiten versucht, zeitgleich Sachen anzumelden. So, jetzt gehen wir einmal auf Einfügen. Zugegeben, gerade in Hektik, ich habe noch ein paar Worte mehr mit eingefügt, da war ich mal etwas großzügiger. Die radieren wir noch einmal kurz weg. Gehen noch einmal auf die andere Seite. Also im Prinzip haben wir jetzt einmal die TAN-Nummer von der Homepage MyAgri-Router hier einmal übertragen. Das klingt gut, das speichern wir jetzt einmal. Und was passiert jetzt? Jetzt spricht sich quasi mein Agri-Router mit meiner Smart Connect Box ab, dass wir jetzt gerne Daten austauschen wollen. Jetzt ist es aber so, jetzt haben wir hier noch einen Beispiel-Case. Wir simulieren hier einmal die BigPack mit dem Ballensammelwagen und der Smart Connect Box. Das heißt, wir haben hier die Bedienungsinterfaces sowohl für die Quaderballenpresse, für den Ballensammelwagen, als auch für die Smart Connect Box. Und jetzt quasi teilt die Smart Connect Box gerade mit. Weißt du was, lieber Agri-Router, ich hänge gerade noch an der Quaderballenpresse, da hängt noch ein Ballensammelwagen dran. Das heißt, sobald die sich gleich einmal abgesprochen haben, sehen wir dann auch alles zeitgleich quasi als 3 mögliche Endpunkte. Wie gesagt, die sprechen sich jetzt noch einmal ab. Das wird auch gerade zeitgleich sowohl beim CCI als auch bei Heumer passieren. Und dann dürfen wir da gleich schon eine Vielzahl von Endpunkten an unserem gemeinsamen Agri-Router-Account haben. So, wir sehen schon, das Speichern hat soweit funktioniert. Ich gehe jetzt einmal kurz zurück. Wie gesagt, das hier ist jetzt noch die Bedienoberfläche der Smart Connect Box. Wir gehen einmal wieder, switchen einmal hier oben um Richtung Agri-Router. Gehen auf Kontrollzentrum. Da haben wir uns ja gerade einmal den Registrierungscode kopiert. Das schließen wir einmal. Ich gehe hier einmal noch oben auf den Home-Button.
Und ihr wisst ja noch, gerade hatten wir Endpunkte 0. Wenn wir da jetzt noch einmal dran gehen, so, ihr habt schon gesehen, jetzt ist umgeswitcht. Endpunkte haben wir jetzt 3. Da gehen wir einmal drauf, jetzt lädt das einmal. Und da, wo gerade noch nichts stand, da haben wir jetzt einmal ja, unseren Bell Collect, den Ballensammelwagen, unsere Krone Big Pack, unsere Quaderballenpresse und halt auch noch unsere Smart Connect, unsere Communication Unit als Kommunikationspunkte vom AgriRouter bzw. zum AgriRouter. Und somit kann ich jetzt von meiner Krone-Maschine Daten zum AgriRouter senden und natürlich auch Daten empfangen.